doing that, as you can imagine. Wie ich vorstellen kann, fand ich das super toll. Some of my friends had a lot of fun wearing very silly head coverings. Einige meiner Freunde hatten sehr viel Spaß daran, sehr interessante Kopfbedeckungen zu tragen. I think my favourite one was a hat where it had this sort of bolt and a hand coming up with a wrench. And it was all stuck on top of the hat. Wow. I don't know how you explain that, but probably the pictures. Yeah. So you really did have fun wearing head coverings. I mean, if you gotta do it, You do gotta it do interesting. So it probably defeated the purpose though. That's cool. Das hat wahrscheinlich ein bisschen den Zweck von der Kopfbedeckung gefehlt, diese interessante Kopfbedeckung, aber... Okay, but we all, we were being taught sincerely, well it says in the Bible, woman must cover her head in church. Uns wurde recht ernsthaft gesagt, was eben in der Bibel steht, dass Frauen ihren Kopf bedecken müssen. So why are we all not doing it, girls? So, Ja. warum Mädels? Yeah, we Warum need to bring that up. Patriarchy comes up. Right. Okay, so I think that what has come, there are still churches that do it, and that's fine, that's their understanding. But I think what has happened is that people have understood that maybe some advice was for a particular situation and not necessarily for all believers in all times. Also ich glaube, warum nicht mehr alle Kirchen dem folgen, dass Frauen den Kopf bedecken müssen, ist, weil sie irgendwann zum Schluss gekommen sind, dass manche Rat oder manche Anweisungen waren eben für die Kirche damals, aber haben jetzt nicht mehr Gültigkeit. And while we might laugh, actually it's not always that easy to work out which is which. Und obwohl wir jetzt vielleicht über dieses Beispiel lachen, ist es manchmal nicht besonders einfach herauszufinden, was jetzt genau zutrifft. And sincere believers who are sincerely persuaded that they need to do that, we need to respect that. Und ernsthafte Gläubige, die auch wirklich davon überzeugt sind, dass sie das machen müssen, wir müssen das respektieren. But I think a general, what would you say? How do you decide between what are sort of really core issues and what are more perhaps appropriate for the first century or certain situations? Also was würdet ihr sagen, wie unterscheidet ihr zwischen dem, was nach wie vor wirklich Gültigkeit hat und was sich wahrscheinlich eher an die Christen des 1. Jahrhunderts gerichtet hat? This plays to the question that was asked the other day, finally. Oh, it's your question. Sorry, Tabea, I thought it was yours. I didn't know everyone as well on Monday. I mean, we're both blonde, it's fine. That must have been it. Sorry. We're just one family, Yeah. you know? So how do we decide? How can we try and make some decisions here? Also wie können wir sowas entscheiden? I think, first of all, it's just really difficult because we have no concept. I have no concept of the culture, and that's such a huge part of this. Is what's cultural, what's moral, and I think that comes down even in YWAM. You see that a lot of things that might be a moral issue for Germans that I'm like, what are you talking about? And then the same otherwise. Yeah. But I think also I don't want to state that that's not, that we are helpless in this situation, because at the same time we have Jesus. And although Jesus was, in his culture, he was more than that. And so I think it's important, the small thing that we can do without understanding culture is just to compare what they're saying with the basis of Jesus' teaching, and maybe sift through based on that also. I think seeking to take principles out of things is a very key thing. Yes, absolutely. Yes. Sorry. No worries. Also ich glaube, was eben eine Schwierigkeit ist, wir wissen teilweise nicht genug über die damalige Kultur, das heißt für uns ist es schwierig herauszufinden, was war jetzt ein kulturelles Problem und was ist tatsächlich ein moralisches Problem. Aber ich glaube, wenn wir wirklich da auf Jesus schauen, was er gemacht hat, ich meine, klar, er hat in seiner Kultur gelebt, aber er war auch noch viel mehr als das. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen und Prinzipien ziehen aus dem, was er gemacht hat oder was in den Briefen steht, ich glaube, dann wird es einfacher tatsächlich zu wissen, was wir anwenden und was nur sozusagen, halt ein kulturelles einfach war.
So things that are moral, especially things that go back to the Ten Commandments, those kind of issues, definitely, they are really core issues. And we're probably still required to live by most of those. It's not as straightforward as that. But yeah, we know things that are matters of conscience, murder, adultery, sin, stuff. Ich glaube, so wirklich moralische Sachen, die zum Beispiel noch bis auf die 10 Gebote zurückgehen, das sind wirklich Sachen, die nach wie vor wichtig sind. Sachen, die auch mit unserem Gewissen zu tun haben, wo wir einfach merken, es ist falsch, Mord zu begehen oder Ehe zu brechen. A lot of it boils down to love God, love your neighbour. Und sehr, sehr viel kommt schlussendlich wieder zurück auf, hey, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. And not using the freedom that we have as Christians to cause damage to other people. Und die Freiheit, die wir als Christen haben, nicht dazu zu missbrauchen, anderen Leuten Schaden zuzufügen. When I went on outreach, my DTS outreach was to Djibouti. Und als ich in meinem DTS-Einsatz war, der ging nach Djibouti. That's a strong Islamic country. Das ist ein sehr, sehr stark islamisches Land. All women cover up everything you can possibly imagine. Und alle Frauen bedecken alles, was man sich vorstellen könnte. Except right out in the desert where we went, where the women often appeared topless, which confused me a bit, but there we go. Außer draußen in der Wüste, wo die Frauen manchmal ohne Oberteil kamen, aber das war ein bisschen verwirrend, aber hey. But it was a big deal. Your ankles and your armpits mustn't show that your sleeves had to be sewn up really tight, so that, you know, so it was, yeah. Anyway. Ja, also so, aber ansonsten war es echt richtig streng, also du darfst wirklich gar keine Haut zeigen. But definitely loose hair meant loose woman in that culture. Aber in der Kultur hat definitiv sozusagen loses Haar auch ich sag mal, leichtes Mädchen bedeutet. So obviously in order not to compromise our witness, then we covered our hair and we covered everything else. Um sozusagen nicht das zu beeinträchtigen, die Botschaft, die wir zu geben hatten, nicht zu beeinträchtigen, haben wir uns eben an die kulturellen Sachen gehalten und uns auch entsprechend gekleidet. Yeah. Anyone else any thoughts on these kind of things though? But I think a lot of it boils down to, is it a core salvation, moral issue? But I think Bible dictionaries can help us understand cultural things in letters as well. Und ich glaube, ganz viel kommt, darauf zurück, ist es jetzt wirklich ein wirklich tiefes moralisches Problem oder eben nicht. Und ich glaube, Lexika können uns da helfen, um die Kultur zu verstehen. Like sometimes I've seen where people will say, well, it becomes an easy bandwagon to roll on. Oh, that was just for them, that was just for them. Right, And so yes, it becomes a catch-all. Oh, that was just for them. And so it's true, something, but I've seen it used in churches where they throw the baby with the bathwater. It becomes a little too. Yeah. And there are often principles, aren't there? So maybe I don't need to cover my hair, but actually the principle might be I still dress so that I don't, so I'm well covered, I'm modest, I glorify God and I don't cause other people to not know where to look when they look at me, Und ich glaube, wir müssen halt vorsichtig sein, dass es nicht eine schnelle Entschuldigung ist, von wegen, ach, das war nur von damals, sondern wirklich, dass wir auf die Prinzipien dahinter schauen. Zum Beispiel mit der Kopfbedeckung. Wir müssen jetzt vielleicht nicht nur unseren Kopf bedecken, aber dass wir nach wie vor schauen, dass wir uns vernünftig kleiden, dass wir da halt nicht Aufsehen regen oder ja. Thank goodness there's nobody in this class in that position. Yeah. I think that the Eastern culture and the Eastern churches still following the head covering. Yes. And their understanding is not, I'm saying to the West, but I'm just explaining what they think and how they think is not bringing that here. Misunderstand. Yeah. Also in der östlichen Kirche machen wir das nach wie vor mit der Kopfbedeckung. Ich will nur kurz erklären, sozusagen den Unterschied zwischen östlicher und westlicher Anschauung von der Sache. Their understanding, even the Christianity, come from the background of a Jewish community. Also das Christentum kommt aus dem Hintergrund von Judentum. So that's normal. The women used to wear the head covering. It was normal or was not? Yeah, normal.
Und da war es eben normal, dass Frauen eine Kopfbedeckung getragen haben. And their understanding about the angels and the services. Yes. Und da geht es eben auch um ihr Verständnis von Engeln und was die Engel tun. And if a person, even in the Eastern Church, if the person is not married, for example, the bishop or upper one, they used to cover the head covering, even the bishop, if not married. Und ihr Verständnis ist, dass Leute, die nicht verheiratet sind, und auch selbst Männer, wenn sie in einer höheren Position sind, wie Bischöfe, die bedecken ihren Kopf. So a married woman used to cover because their thinking is the head is the man. And those who shun, how to say, those who really committed to God and they're not married, they also cover because they say that Christ is my head in their understanding. Das heißt, dort zum Beispiel verheiratete Frauen bedecken ihren Kopf, um zu zeigen, hey, der Mann ist mein Herr in der Familie, und Unverheiratete bedecken ihren Kopf, um zu zeigen, Gott ist mein Herr. And one of the place was explaining because of the angels you have to actually use it there. Und manche sagen eben, ihr müsst euren Kopf bedecken wegen den Engeln. I think that till 1930, even the Western world also being, according to the history, church history, 1930 until that it was even the West also used. Und so scheinbar auch in der westlichen Kirche war es bis 1930 ungefähr der Fall, dass die Leute ihren Kopf bedeckten, also die Frauen. So that's is in the church services and the tradition they still using that. Sure. So it'd be good to find out more about that as you go through Paul's letters, Mm. because there's a lot of passages about these kind of things, and to be sorting through, is their interpretation still applicable? Is it? Let's have a look at that. Yeah. Das ist eben eine Sache, die wir uns anschauen sollten, während wir durch Paulus Briefe gehen. Ja, was ist nach wie vor anwendbar? Because if it is, we need to start doing it. Is there another way of understanding about the angels? There's lots of things to look at. Weil wenn es tatsächlich zutrifft und wir das noch machen sollten, dann klar müssen wir es auch anwenden. Oder gibt es vielleicht ein anderes Verständnis von Engeln, was wir uns anschauen sollten? Great. Okay, I'm just going to start with one thing, and then we're going to have a break. So we're going to look at the letter of James. Also ich fange noch mal kurz mit einer Sache an, dann haben wir Pause. Also wir schauen uns jetzt den Jakobusbrief an. So we've already talked about him this morning. James, it's widely thought that this letter was written by James, the half-brother of Jesus. Also wird generell angenommen, dass Jakobus geschrieben wurde von Jakobus, dem Halbbruder von Jesus. There are about 5 Jameses in the New Testament. Es gibt ungefähr 5 Jakobusse im Neuen Testament. But this is the strong contender. Aber das ist der wahrscheinlichste. And by church tradition says that he was a really godly man. Und die Kirchentradition sagt, dass er wirklich gottesfürchtiger Mann war. His name was James the Just, I guess James the Fair. Jakobus der Gerechte. And there's one rather amusing story about him having knees like the knees of a camel. Und es gibt diese, ja, ein bisschen amüsante Geschichte von ihm, die sagt, er hat Knie wie ein Kamel. Have you ever seen the knees of a camel? Because if you have, they're kind of all worn and sort of scarred and Very weird looking. they're weird. Because you like to bow down, was that it? Apparently he spent so much time on his knees praying. Wahrscheinlich. So Okay. probably his knees were so calloused, and it actually makes sense because if you try to go for that one. yeah, if you see people with like calluses, the callus will basically become like a skin shield, and the skin shield will kind of just be there even if you stand up straight. So like if you stand up straight, it would look like kind of almost like an orange under the skin. Okay, moving on from this. That kind of thing. Yeah, It looks like a camel knee. Es wird gesagt, dass er Das ist eben interesting. diese Knie wie ein Kamel hat, weil er so viel Zeit im Gebet auf Knien verbracht hat. Okay, sorry, I'm just aware I've still got quite a lot of material to get through, so I'm I trying like that. to hurry it a little bit. But bless you, it sounds intriguing. He was very respected for his humility, his wisdom and his courage. Und er wurde sehr respektiert für seine Demut und seine Weisheit und auch für seinen Mut. He was known as the peacemaker. Er wurde er war bekannt als der Frieden gebracht hat. And as you will learn next week, he played a very important role in
sorting out an issue that threatened to split the church really badly early on. Und wie ihr nächste Woche lernt, war er Teil derer, die einen sehr schwierigen Konflikt in der Kirche gelöst haben, der beinahe die Kirche auseinandergerissen hätte. People aren't sure exactly when the book of James was written, but probably pretty early. Also, es ist nicht sicher, aber wahrscheinlich wurde der Jakobusbrief recht früh geschrieben. Might be one of the earliest documents in the New Testament, Vielleicht eines der ersten Schriftstücke im Neuen Testament. in the AD 40s. Wahrscheinlich so um 40 nach Christus. It sounds as though the church is quite primitive Es scheint, als wäre die Kirche noch recht in ihren Anfängen, in terms of its organisation. also was die Organisation angeht. There's no mention of Gentiles really, or issues to do with Jews and Gentiles. Also es wird so Probleme zwischen Heiden und Juden werden eigentlich gar nicht angesprochen. And no mention of the Council of Jerusalem, in which he played such a big part. Und es wird auch das Jerusalem-Konzil wird nicht angesprochen, wo er so einen großen Teil drin gespielt hat, Rolle drin gespielt hat. So poor old James was martyred just like his brother. Und der arme Jakobus ist als Märtyrer gestorben, wie sein Bruder auch. The Jewish historian Josephus dates his death to AD 62. Und der jüdische Historiker Josephus sagt, sein Tod war ungefähr 62 nach Christus. There was a 62? 62. Thank you. Yes. There was a change of governor at that time, so that's a Roman governor. Und in der Zeit gab es eine Änderung, also es kam ein neuer römischer Gouverneur. And it seems, you know, how when the king dies, there's a little bit of chance for people to take advantage of the situation. Und wie ihr wisst, manchmal wenn ein König stirbt, dann gibt es Leute, die versuchen, da Vorteil rauszuziehen. So it seems that the high priest Ananias Also es scheint ja, dass der Hohepriester Ananias, took this inter-period, this between time, dass der eben diese Zeit des Wechsels genutzt hat, to have James arrested and charged with violating the law. dass er die genutzt hat, um Jakobus einzusperren und anzuklagen, dass er eben das Gesetz gebrochen hat. Stories vary as to whether he was straight stoned to death, Und es gibt verschiedene Geschichten, ob er jetzt gleich gesteinigt wurde or he was thrown down from a tall part of the temple and then stoned. oder von einem hohen Punkt des Tempels runtergeschmissen und dann gesteinigt wurde. Which I would have thought was a bit unnecessary by that stage, but yes, so he was supposed to be martyred in AD 62. Also es wird gesagt, dass er in 62 nach Christus als Märtyrer gestorben ist. And at that point, on that happy note, we will go for a break and have a strong coffee. Bless you. Not a sensitive part. I'm sorry.